Das läuft ja Ich hervorragend. fass es nicht. Alles falsch. Ey, das kann nicht sein. Vor allem, das wenn ich einfach immer so raten würde. Ich habe jetzt 3 falsch, das ist 50-50. Wie kann man 3-mal falsch bei 50-50? Herzlich willkommen, mein Name ist Mike Geber und heute bin ich hier mit dem Trimax, ja, und wir haben heute ein Spiel vor. Und zwar, wir müssen herausfinden, oder vielmehr du, ist es Waschmittel oder Luxusparfum? Okay, ich bin dann der Richtige. Ich kenne 3 Parfums, gar keine Ahnung, aber das macht dann auch den Reiz aus. Also Parfum, ist das ein Thema für dich so überhaupt? Oder also hast Ich hatte mein ganzes Leben lang eins, dann hast du mir mal eins geschickt, das fand ich mega geil und dann habe ich noch eins. So. Okay. Ich habe 3 Stück und ich Aber- habe auch nie mehr getestet oder so. aber trägst du daily oder? Ja, doch. Schon. Auch im Stream bringt zwar nichts, bin immer alleine, aber so ein Spritzer, einfach so fürs Gefühl, weiß ich nicht. Okay. Ja, wir haben dieses Format schon mit vielen gespielt. Es ist kurioserweise so, dass manche teuren Düfte halt auch nach Waschmittel riechen. Gerade wenn man sie frisch aufträgt. Wenn man sie frisch aufträgt. Das Ja, ist ja. immer schwierig, ja, Ja. okay. Wir fangen jetzt mit dem allerersten Duft an. Also wir Okay. fangen jetzt hier mit diesen beiden hier an. Kann ich wieder hingucken? Naja, ich Okay, muss okay. es erstmal auftragen. Ja. Die teuren Parfümmarken sind dann aber nicht sauer, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, oder? Nö, das. Also, Die mögen das, ne? Die feiern das richtig. Also dann einmal bitte. Hier haben wir 2 Hingucken? Düfte, ja, da darfst du hingucken. Gut. Das sind die 2 Teststreifen. Visuell ist es so, das muss man sagen, ist jetzt beide sehen relativ ähnlich aus. Ja. Eins ist ein Duft und das andere ist irgendein Quatsch. Ist irgendwas anderes, ja. Und wie findest du das? Das ist mies. Würdest du es tragen? Das ist kein Parfum. Das ist kein Parfum. Nee, meinst du nicht? Also wirklich, stinkt? wirklich. Ja, okay. Ich einmal Gegenprobe, nicht das Ja, auch. findest du es besser? Oh Gott, du haust direkt so einen Endgegner hier raus. Also beides würdest du als Parfum schon auch selber... Das kann nicht Parfum sein. Aber das riecht mega künstlich, das klingt wie, weiß ich nicht. Also das stinkt und das ist, oh doch. Also das kann kein Parfum sein und das ist ein Parfum, aber das ist, der gefällt mir nicht so. Okay, alles klar. Sehr gut. Was wir noch sagen wollten für die Community natürlich, du darfst Parfum verlosen. Orange Flamingo, du kannst dir irgendwas aussuchen Ja. und kannst es dann an die Community natürlich raushauen. geil. Während des Streams, Sascha und Nico, habe ich auch dieselbe Möglichkeit gegeben. Sehr gut. Und dazu kommen wir jetzt direkt zur Auflösung. Ja. Hast du den ersten Punkt geholt? Ja, safe. Nein, hast du nicht. Nein! Nein! Also tatsächlich, dieses Parfum hier kostet 1.200 € in 15 Milliliter. Einer meiner Lieblingsparfums. Das ist das Ganze. Echt? Ich schwöre, das ist reines Gut. Wenn dir jetzt jemand Ja, was erzählt, okay. wenn dir jetzt jemand was erzählt, das ist ein 1.200 €. Es ist ein sehr befremdlicher Geruch. Ja, extrem. Also das ist, Das andere war Politur, Lederpolitur. Das, was du als Parfum gesagt hast, war Lederpolitur. ja, okay, krass. Und das ist super intensiv. Das ist so richtig, also wenn du an der Flasche riechst, findest du auch, dass es stinkt. Also als reiner Geruch das ist unangenehm. Also ich weiß nicht, also für manche ja, für manche nein. Ach krass. Also ich finde wirklich, dass das richtig stinkt. Dass es richtig stinkt, so auf den Streifen. Ja, ihr könnt gerne bei mir im Shop vorbeischauen. Jetzt geht's in Runde Nummer 2. So, jetzt geht's darum, finde heraus, was günstig oder was Gucken? teurer ist. Yes, ready. Was günstig und was teurer ist. Genau, ein Duft, der kostet ein paar Euro und der andere Duft ist schon teurer. Den finde ich ganz gut. Schon mal? Ui, die sind sich ein bisschen ähnlich, oder? Also die Familie der Düfte ist ähnlich, aber die Inhaltsstoffe unterscheiden sich schon. Ich will es auf gar keinen Fall falsch machen. Aber du merkst einen Unterschied. Also Es ist ein beide Unterschied. Düfte sind unterschiedlich. Ich würde jetzt nicht danach gehen, wen ich besser finde, sondern ich würde einfach danach gehen, Was du denkst, was was quasi teurer ist. Ja. wo richtig krasser Scheiß drin ist. Ich sag, das hier ist der teure. Ja, okay, also auf das, was du jetzt gewählt hast, ist das klassische 4711 Cologne, das ist günstige. Und auf der anderen Seite haben wir ja Acqua di Genova, das ist das teure. Ich weiß nicht, was los ist, aber ja, das ist jetzt noch kein Punkt. Ja. Das gibt's nicht. Also das Parfum hier, Ja. Acqua di Genova, ist so halt jetzt knapp bei 100 € und ist halt unverändert seit 1853, Okay, glaube das ich. ist cool. 4711 ist auch ein sehr gutes Parfum, muss man sagen, ist ein Klassiker, aber halt, ja, ist halt in einer anderen Preisklasse, ist ein günstiges Parfum. Und so, Community. nächste, einmal wieder zur Seite. ja. Jetzt ist wieder ein teurer, ein günstig oder ein Genau. Duft oder ein gar nichts? Ja, ein teurer, ein günstig. Ja. Kennst du den Duft vielleicht schon oder hast du da irgendwelche Assoziationen? Wie riecht der so? Den finde ich aber ganz gut. Du merkst ja, wer was ist, ne? Ja, ich weiß, was ist. Macht immer noch mal einen wahnsinnigen Unterschied, ob man direkt die Nase ranhält und riecht oder ob man so ein bisschen fächert. Das ist noch ein ganz anderer, ne? Ja. Einer teuer, einer günstig. Der riecht gut und sehr intensiv. Aber findest du den jetzt nicht intensiv oder? Und den finde ich, der ist schon was Besonderes. Und der hier, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Die könnten beide mega krass sein. Was heißt günstig? Wie günstig wird der eine hier gleich sein? Ich glaube, liegt der unter 10 €? Unter 10 € kostet einer von den beiden? Und der andere liegt über 200. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist nicht mal nah beieinander. Also der hier riecht, das ist so ein Geruch, der kommt einem bekannt vor, den kennt man, so riechen viele Parfums. Das könnte ein günstiges, ich leg mich noch nicht fest, ich denke mir laut. alles gut, ja. Das könnte ein günstiges sein. Das ist hier was ich noch nie in meinem Leben gerochen habe.
habe und Aber beides Herrenparfums. interessante Richtung. War das eine Frage? Oder? Ja, Frage. Also beides Herrenparfums. Ich würde sagen beides Unisex-Parfums. Okay. Kann beides tragen. Ist das cool? Ja, also ich würde schon Herrendüfte nicht sagen. Also, Also weil das kommt einem irgendwie bekannt vor, dass so riechen viele Parfums, Besonderes, riecht aber ganz gut. Der hier riecht nicht so gut, aber der ist besonders, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gerochen, deswegen würde ich sagen, ist das der teure. du zerstörst meine Produkte, weißt du das? Du zerstörst meine Produkte. Also wir haben auf der einen Seite Tabak von Man. Tabak ist so der günstigste, den es in jedem DM gibt. Das ist der günstige Duft. Hab ich wieder falsch, Und oder auf was? der anderen Seite ist Kommandante. Ich glaube, kostet fast 300 € der Duft. Aber Nein, ich war echt wieder falsch. ja, Mann. Also. Das kann nicht sein. Aber die Flasche sieht Maschallah wunderschön. Mega. Super schön, ne? Gut, das läuft ja Ich fass hervorragend. es nicht. Alles falsch. Ey, das kann nicht sein. Vor allem, das wenn ich einfach immer so raten würde. Ich habe jetzt 3 falsch, das ist 50-50. Wie kann man 3-mal falsch bei 50-50? Nächster. Ich guck wieder weg. Hättest du eine 100%ige Quote, was teurer ist und was nicht teuer ist? Nicht bei dem Parfum, sondern wenn du jetzt wenn irgendein exotisch... Müssen wir mal ausprobieren, aber eigentlich schon. Eigentlich schon? Ich denke schon, ja. Das ist einfach. Also eigentlich sollte das schon einfach Eins teuer, ein günstig wieder. Genau. Wie teuer? Das kostet 240 €, mein. Okay, das ist mega geil. Das ist sehr geil. Ich hoffe jetzt nicht, dass das günstige ist. Das darf ich jetzt nicht falsch machen. Das muss jetzt sitzen. Das ist mega krass. Das finde ich sehr gut. Aber ich habe jetzt Angst, dass das günstige ist. Und das hier, das ist auch gut. Doch, das gefällt mir auch. Ich finde die beide sehr gut. Ich gehe diesmal mit, was mir gut gefällt. Ich finde das finde ich sehr, sehr gut. Das ist auch ganz nice. Aber das finde ich ist einfach, das kann ich mir vorstellen, dass das auch teuer ist. Ja, ist richtig. Oh mein Gott. Ja, ist richtig. Alter. Ja, das war in dem Fall richtig. Wir haben einfach Bono Banani ist auf der einen Seite. Bono Banani Loyal Man. Und das teure ist von Xatroff. Erba Pura, eines der meistverkauften Düfte, ist so ein Püree an Früchten. Wir haben alle Arten von Früchten mit drin. Und das ist sehr beliebt. Du Ne? hattest mir ja ganz viele Tester mitgegeben. Da waren 2, auch Xerjoff heißt Ja. der. Da fand ich 2 extrem gut, die habe ich sogar abfotografiert. Da können wir dich nochmal später fragen, Ja, welche das waren. ist eigentlich so von der Marke her. Also derjenige, der dieses Parfum hier gemacht hat, der das Öl entwickelt hat, diese Zusammenstellung, hat auch meine Parfums gemacht. Ah, geil, okay. Und das ist derselbe Komponist und Erba Pura ist einfach cooler Club. Ja, finde ich sehr gut. Ne? Sehr, sehr gut. Okay, jetzt in die letzte Runde. Ja. Da haben wir ein ganz, ganz spezielles Parfum, was die letzten 3 Monate immer on-stock ausverkauft. Es ist ein Hype ausgelöst worden, Ja. weil Shindy das in einer Story hatte. Okay. Jeder will dieses Parfum haben, jeder. Das kriege ich erraten. Okay, alles klar. Eins teuer, eins günstig? Ja. Preislich? 220 gegen, ich glaube, 10 € oder so. Immer diese 10-Euro-Dinger, das gibt's doch nicht. Die riechen auch gar nicht so schlecht. Nein, aber die das sind muss man sagen. Die sind nach 5 Minuten aber gefühlt weg. Genau, also der Unterschied nur für die Leute, es gibt halt synthetische Duftstoffe, die jetzt vom Preis her nicht so teuer sind. Und wenn man die in einer geringen Dosierung verwendet, dann ist es halt nicht so teuer. Hier bin ich mir sicher. Ja? Das ist das teure und das ist das günstige. Ja, ist richtig. Ja. Playboy VIP, Mann. So riecht das VIP. Ja, so riecht das auch. Und das andere ist Naxos von Xerjoff. Ist eigentlich ein Duft, den es schon etwas länger gibt. Den gibt es schon weit über 10 Jahre. War nie so wirklich im Fokus, aber halt jetzt einfach krank, was da abgegangen ist bei dem Duft. Aber ich finde ihn geil. Ich würde ihn nicht tragen, finde ihn geil. Wenn Ja. das jetzt jemand anderes tragen würde, dann oh cool. Ja, hat ein großes Volumen, ne? Erfüllt den ganzen Raum. Ja, dann vielen Dank. Du hast 2 Düfte gewonnen, kannst Cool. 2 Düfte an deine Community verlosen. Und ich würde sagen, ja, mal gucken, was wir nochmal machen können. Geil. Hast dich ganz okay gestellt. Ich Wie war es kam- für dich? Also das erste Ding das fand ich erste krass. war direkt ein Hit, ne? Das war erstmal heftig. Dann das zweite und beim dritten dachte ich, wo bin ich denn hier gelandet? Das kann doch nicht sein. Aber dann kam ich nochmal so ein bisschen im Late Game hier mit 2 nochmal. Aber geil, ist interessant. Ich habe alles noch nie gefühlt gerochen. Also Ja, immer was Neues. Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Schaut gerne bei ihm vorbei. Alles unten verlinkt und bis bald. Ciao, ciao. tschö.